Ähm, Normalerweise 6, glaube ich. 7 wahrscheinlich, ja. Nicht unbedingt. Hallo? Loot Beinaltar, please? Thank you. Nur kleine Kasse. Jetzt. Okay. Mhm. Pass immer, pass auf. Na, hier will ich nicht stehen. Hm. Was sind die Scheiße hier? Junge. Ich krieg halt sofort einen Hit, der sieht mich nicht mal.
when it was a sea of resto druids and you were the only holy paladin in the ladder. But I'll turn it over to yourself. Obviously, you know, I think a lot of people know you as the rank 1 healer for multiple seasons, but why don't you introduce yourself? What's up, guys? My name is Ellismere. My real name's Kendall, and I am a Mythic Plus healer. It's what I'm mostly known for. I also played in the Race to World First for many tiers with BDG, and was a member of the Golden Guardians. And yeah, I'm just here to chat with you guys about Mythic Plus, healing, and everything WoW related. Perfect. So I think let's just start with something really simple. I think there's lots of people who, you know, Dragonflight's great, Mythic Plus is kind of fun again versus Shadowlands, and I think a lot of people are also looking to climb the ladder. And you have been playing. Du spielst wie Scheiße. Scheiße. Scheiße! Junge. Wieder ballern. Ach, richtig. Aber macht halt auch keinen Schaden. Das ist korrekt. Aber dann kann ich's immer noch auf Heiler blamen. Ja. I knew it. Weißt du noch? Playing at the very top of your game. Weg. Um 9:30. Ja. Das war auch, kleines bisschen Fiesta, was da bei uns passiert ist. Not gonna lie. Any Rage Hard traders in the chat? For the longest time now. Oh. Du spielst wie Scheiße. Okay. Ganzen Sklavinnen von Silbermond wollen dir die Füße lecken. Was? Oh nein! Du Untermensch! Good morning, bro. It's a perfect song to wake up to. No, you. Wenn das jemand spielst wie tippt, Scheiße. Mach mal so 2, 3 große Atemzüge, dass Hurensohn! Du spielst wie Scheiße. Wenn man das sogar verkackt, wie will man Ganzen Auto fahren? Sklavinnen von Silbermond wollen dir die Füße lecken. Du spielst wie Scheiße. Wenn das jemand klippt, ich bann den. Wir sind von Hassans Server. Hassan hat auch einen eigenen Discord und der hat das Dedicated Doctorio Sounds. Retz mich, du Schlampe. Du hast 4 Mythic geschafft, indem die anderen Heiler dich gecarried haben und du hast graue Locks. Du hast 4 Mythic geschafft, indem die anderen Heiler dich gecarried haben und du hast graue Locks. Brudi, wenn man das sogar verkackt, wie will man Auto fahren? Da musst du lenken. Da musst du lenken. Das ist ja geil. Du spielst wie Scheiße. So, so. Junge, ich bin stuck. Ah ja. Junge, was? Ja, der ist rechts. Crossbow. Vor der Nase wegfahren. Ah ja. Junge, ich war so stuck da oben. Bin ich rausgekommen.
Ja, das war Giftbogen. Blutung und Gift. Rootkeeper HC, need healing. I need healing. Declined. Bro. Ja, da sucht einer für Rootkeeper HC. Weil 211 geht nicht. Entspannter 5-Star-Player. Warum? What did we do? Du spielst wie Scheiße. Ja, das war ja das Problem. Ah. Wenn das jemand klippt, ich bann den. Man, es gibt keine Firak-Gruppen. Ja, wir müssen doch Melzi sein Raid-Chart endlich besorgen, man. Mhm. On hindsight, you know, like what kind of Damit advice wir, would weil you have ohne like ist der given 29er voll gleich nicht timeable. What do you mean? Ist undoable. Wollte er mit seiner Frage jetzt sagen, dass er doch mitkommt? I don't know. Du hast 4 Mythic geschafft, indem die anderen Heiler dich gecarried haben und du hast graue Locks. Die ganzen Sklavinnen von Silbermond wollen dir die Füße lecken. Der ist so stark. Ist es eigentlich Captain? Yes. Yes. Oh Und no. und weißt du, was das Beste ist? Willst du wissen, wie er aussieht? Ja. Also, du hast ihn ja jetzt ein bisschen gehört. Du hast seine Captain Stimme ist so gehört. 2 Meter dünn. 2 Meter groß und so ein dünner, schlachsiger Typ. My suggestion. Am I right or am I wrong? You will never know. Ich mache jetzt eine No. Raucherpause, ja? No. Oh Mann, Bro, das ist so falsch, dieses Bild. 1:1, so wie du sagst. Er ist 2 Meter groß und absoluter Lauch. Aber warum sitzt der da mit 4-, 5-jährigen Kiddies? Ist der auch Kindergärtner? Ich weiß es nicht genau. Irgendwas. Das war für 'n Videodreh auf YouTube oder so was. Ich glaube actually nicht. Ich glaube, actually hat er nix mit Erziehung zu tun, aber hat YouTube, ja. Mhm. ja, er musste irgendwie von der Hochschule oder sonst was aus. Videodreh. Mhm. Mit den Chicas. Mit den Ich Kids. kann Ja. nicht anfangen, diesen Boss komplett zu reprogressen. Das muss Junge, im Kopf dieser drin sein, wie der zu Sound spielen ist. dahinter, ist es auch einfach crazy. Ja. Ich kann nicht richtig fliegen, ich kann kein Feuer spucken, ich werde nie ein richtiger Drache sein. What the hell? Oh my God! Für Fortnite. Ich war kurz davor, den gestern für, Puppies zu removen. Was? Ja. Das ist ein All-Time-Classic, Für Mann. Fortnite. Ja, stattdessen hat irgend 'nen, Panikowski-Sound drin laufen müssen. Oh no. Bang bang, du Hurensohn! Du spielst wie Scheiße. Ja. I put the new 4G's on the G. I came into the bloody bottoms is on the knee. Cause all my niggas. Ja. Where the bros at? I'm trying to bend like. Sollen wir uns jetzt weiter queuen oder kommst du mit, Arschloch? Ja. Nee. Nee. Nee.
Hä? Oh, das Ich war, Jetzt eine Raucherpause, ich ja? war nicht, ich war nicht derjenige, der diesen Derjenige. Song. Und jetzt? Und jetzt? Möchtest du irgendwas sagen? Who the fuck asked? Wen? Oh my Aha. God, bro. Cares. Hell no, man. What the fuck, man? The fuck, man? Liebe Cinematics. in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Du siehst unfassbar scheiße aus. Schau dir das an. Don't forget to roll prot. I am. Und jetzt ballert den Boss rein in die Futterluke. Richtig schön reingelandet. Okay. Du spielst wie Scheiße. Mhm. Was war das für Wulen? Der hat heute Geburtstag. Stimmt. I need him. Ah, Steam-Freunde. Freude. Yeah. Das ist geil. Ah, wenn's bergauf geht quasi. Hm? Hoffentlich kickt er den Hunter. Das ist ja nice. I mean, ich würde es ja machen, aber es ist schon nicht so cool als DH. Der Dicke? Junge. Das war der falsche Sound, I'm sorry. Jesus Christ. I know what I have to do, but been drinking some beer. Es ist Oh fucking mein 15:49 Uhr. Also das ist, ich würde sagen, das ist der Kandidat, den wir dann jetzt kicken können. Mr. Red Lead, Flower Bloody. Der Trick. Die eine. Aber der Trick Transmog gegen die an.
Du spielst wie Scheiße. Ist das hier nur kurz weg? Nein, not. Ich weiß nicht, wo der ist aktuell. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Ah, da. Ei, ei, ei. I thought I killed him. Kannst mich easy retzen, ey. Solltest nur mal gucken wegen Ding. Ja, dann rüber. Deine Bitch. Ey. Ja, wenn du ihn gekillt hast. Jetzt pass auf, dass du da nicht ausgesperrt wirst. Ah ja. Da sind ein paar Pfeile in der Luft hier. Geil. Ich find's geil, wie sich auch wirklich absolut keiner freiwillig meldet. Das ist so nice. Ja, I guess wir haben ja noch 2 Heiler, die das Trinket wollen. Leider. Aber surely droppt es jetzt wenigstens. Surely dropped es. I guess der Mongo Dead Root wollen es beide haben. Hat the fuck up und starte das verdammte Spiel. Oh, da liegt ein Trade. Hackmule. No. I forgore the listening. Leute, ich habe gerade vergessen, wie man zuhört. Joe. Ja.
Ich habe hier noch ein Stacheldraht gefunden. Fachmännisch entfernt. Ja, man muss wahrscheinlich nur wissen, wo die Hitbox ist von dem Ding. Da ist niemand. Ja, raus, oder? Das ist deine eigene Falle? Mhm. Den Hinweis da haben aber nicht wir eingesammelt, oder? Ah, okay. Drüben ist ein Immolator gespawnt. Seems awfully far away to be ours. Interesting. Über diese Scheiße. Oh no, ich werde angerufen. It is what it is. Oh, der Pfeil ist rausgefallen. Ich habe da so ein bisschen an meinem Bauch rumgetan, dann ist mir der Pfeil aus dem Kopf gefallen.
with yourself, if you were starting Mythic Plus all over again as a new player, as a healer, like anything on hindsight now that you have that experience under your belt, what would you say to your younger self if you want to get better? If I was trying to get better quicker as a healer, specifically in M+, I would definitely... Halten, schmalten, sag ich ihm. Suggest focusing more on UI improvements and on because a lot of people underestimate how much UI actually impacts your gameplay, especially in Mythic Plus. As a healer, getting your UI to the perfect spot and making your interface like exactly what works well for you, with whether it's weak auras or add-ons or whatever it might be. It makes a very, very big difference in gameplay. Oftentimes, much more of a difference than anything that you can do, like rotationally. Because the truth is that a lot of these specs rotationally are not super complicated. A lot of what M+ is about reacting quickly. Making sure that you're triage healing correctly, so you know exactly who needs to be healed when. And a lot of that comes down to being able to see when mechanics are coming out, when certain casts are coming out, like who in your party is dying to any given mechanic at any given time. And always thinking... Nein, fuck. Ich ruf da mal schnell zurück, BG. Is helped significantly by a good UI. So I think that would be one of the most important things that I would have focused on more early on in my career, because I didn't really start mastering that until a few years in. I know you've created a great resource, which is, Wings is Up. And I think your frontal weak aura is probably the most used in Mythic Class I've seen. Very iconic, like AWP sound from Counter-Strike, I think. But what's... Wie findest du das neue Trikot? Typisch deutsch halt. Was denn typisch deutsch? Wenn man 2 Mannschaften im Turnier hat. Was mit Autos? What's the best way people can kind of look into your resources? Is it through Wings is Up? Like, what's the best way people can get access to kind of, your resources? So I have a lot of publicly available resources, both on Wings is Up, and also if you just go to Wago. So wago.io is where everybody gets their weak auras from. And if you go to there, you can find my profile on Wago, and it has every public weak aura I've ever uploaded there. And you can just kind of scroll through them and see the ones that you like. Right. And yeah, the frontal one is very fun. It's it actually, like, several years ago, back in Uldir, which was I want to say almost 6 years ago, there was a boss called Mithrax, and Mithrax had this giant frontal, and our raid kept getting hit by it, and so somebody. You wanna go normal? Startet. Jetzt gibt's keinen Fyrak. Gibt's auch keinen. Weil du zu langsam bist. Die Sekunde war schon fast vorbei. Da ist eine Gruppe bei Tindrill. Base. Ah, hier. Haben. Und hier, schau, hier oben sind auch noch welche. Gut. Okay. Die sollten bei Fyrak sein. Na klar. Wie kommt man da hoch? Ein Hinweis, ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Der Hinweis. Weil du scheiße bist. Du spielst wie Scheiße. Ja. Hallo.
Bijan. Bitte, Bijan? Bijan. Schmates. Bijan. Step bro. Lauf. Wir waren schon somewhat close, die Raben. Marvin. Was? Da war eine YouTube-Video-Idee. Okay. Wir schnappen uns 2 Kids mit Down-Syndrom. Okay. Kannst die Pfeile einfach wieder rausziehen. Die machen Metal-Covers. Aber wir benennen die Songs quasi um. Und der erste Cover-Song ist Sick with the Downness. Nice, das ist stark. Das ist sehr stark. Schau mal, dass ich den hier... Hä? Ja, scheinbar. Ja. Hä? Wieso habe ich auf einmal, also ich hatte mein Messer halt gedingst, aber ich habe auf einmal losgelassen. Oh, gedingst. Du spielst wie Scheiße. Fotze. Ja gut, aber da warst du schon 3-mal tot, ne? 2-mal. Gedingst. Everything. In our raid, as a joke, put that really loud gunshot sound effects for the frontal and created a weak aura, and everybody used it. And after that, nobody got hit by the front. Nope. What do you mean? Geht's dich auch nichts an, was ich mir hier reinziehe? Nö. Ich habe ein Video, das rent-free in meinem Kopf lebt. Vor den Nasen ist mal der Bus weggefahren. Who the fuck asked? Ja. Deine Ma, by the way. Macht mal so 2, 3 große Atemzüge, dass ihr so ein bisschen Oxygens ins Brain bekommt. Die ganzen Sklavinnen von Silbermond wollen dir die Füße lecken. Oder? Look. Vor der Nasen. Frontal. And I was like, wait, that's actually not a bad idea. It's an obnoxious sound, but it's really effective, especially as like a melee healer when you have a lot of other things to focus on, or just even as any melee at all. Das ist so gut. Vor der Nase ist mal der Bus. Was? Nee.
Junge, du musst dir das komplett anhören. Doch. Trust. Doch. Vor der Nasen. Oh nee, ist das hier mit ihr? Das hier bin ich und meine Hand. Das ist mein Freund am Handy süchteln. Kennst du das? Ja, das ist für dich. Das ist die. Vor der Nasen ist der Bus wegfahren. Vor meiner Nasen, Alter. Na. Wait, kennst du den nicht? Mit dem, das ist mein Die Zuck aus wegen sowas, wirklich. Und wo er dann so ruft, der Typ, der geht irgendwer so lang, also, ey, was schaust du denn, Alter? Was schaust meine Freundin so an? Kennst du das nicht? Das ist Harry Chicken. Doch. Vor der Nasen. Check this out. Wait, das ist sie. Ja, das ist sie. Mein Freund, er ruft schon wieder. Was? Die Hühner, ne? Also. Die mag dich nicht. Junge. Jetzt hat das natürlich nochmal eine ganz andere Art von Dramatik, das mit dem Bus. Ich sagte, die sind dann hier oben. Die sind völlig am Arsch da in Bayern. Sind da komplett geistig, I don't know. Den stimmt irgendwas nicht. Yep. Jo. Aber oben im Norden genauso, also die Hamburger... Die Hühner sind mir auf den Sack gegangen. Ja, nur wie hier in Magdeburg sind normal. Sind normally. Und in Duisburg. Duisburg? Nee, Duisburg ist... Junge. Mir letztens eine Duisburg-Marxloh-Doku angeguckt, das war so geil, der war dann so ein Rumäne, der meinte dann so, ja, also wir sind hier schon unter uns, also irgendwie halt auf Rumänisch, die haben das übersetzt, und wenn hier Deutsche wohnen würden, würde es nur Probleme geben. Das war stark. Mhm. 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 Ja, kommen die auch nochmal? Ja, können wir mal starten hier. Hä? Arschloch. Vor der Nasen ist mir der Bus weggefahren. Alter. Vor der Nasen. Na. Ich zuck aus wegen sowas. Das ist mein Freund, der ist wieder am Handy süchteln. Servus, Alter, servus. Ist genügend mit meiner Hand. Ja, der ist natürlich auch lustig, ne? Ey, Alter, was schaust mein Freund jetzt an? Was ist denn los mit euch eigentlich? Bayern. Felix, wirst du Montag Ihr seid eigentlich... keine Bayerner. Wie dolle wirst du Montag kippen? Meinst du, ob es irgendeinen Unterschied macht? Wirst du mehr kiffen? Warum? Also, nein. Ich hoffe nicht. Sonst wird es irgendwann kritisch.
Ja, aber er freut sich, weil er keine 30.000 Plakate mehr mit Wann Buberts legal ausdrücken muss. Ja. Ja, genau. Ja, habt ihr Typ, den Tweet von Lindner gesehen? Der Typ war ich. Buberts endlich legal. Hat er wirklich. Hat er wirklich getweetet. Geil. Das ist geil. Oh nein! Du Untermensch! Am Montag wird erstmal in Lubitz geschallert. Junge, wirklich. Also. Lubitz ist auch so ein geiles Wort Joint. Ich freue mich für euch, aber lasst mich mit eurem Buberts in Ruhe, ihr Wichser. Junge, beschwer dich halt nicht. Also. Ich beschwer mich nicht, hä? Aber Nein, wir ich in meinte Bayern Markus werden ja Söder. alles daran tun, das zu blockieren. Ja, ja. Also es macht doch, also es ist, also wenn wir mal ehrlich sind, was für legal, illegal, ne? Wenn du in Deutschland kiffen willst, dann kiffst du. Legal, schmegal, sage ich immer. Mir tun halt legit diese ganzen Beamten, die jetzt komplett arschgefickt werden von der Politik, schon so ein bisschen leid. Warum? So, any Überstunden-Enjoyers, ja, was meinst du, wie viel Zeit die jetzt damit verbringen, irgendwelche Scheiße zu kontrollieren? Weil Markus Söder sich in den Kopf gesetzt hat, Bayern bleibt kiffgrasfrei. Was meinst du, wie viel Bock die bayerische Polizei darauf hat, jetzt da irgendwelche Wirkstoffkontrollen durchzuführen? Ja, aber wann Buberts legal, hä? Montag. Montag ist Buberts legal. Ja. Jeder, der Montag kifft, ist aber eigentlich auf dem Schwarzmarkt aktiv. Ja. Nicht nur eigentlich, was für eigentlich? Eigentlich. Das ist ja das Geile an dieser Gesetzlösung. Aber es ist ja erstmal nur eine Teillegalisierung, also eine Entkriminalisierung. Von dem her ist das mit dem Schwarzmarkt ja auch so gewollt. Eben. Wir wollen den Schwarzmarkt behalten. Eben, weil warum sollte man auch Steuern darauf erlassen? Ne? Eben. Sonst hätte das Ganze ja Sinn. Ja, wahrscheinlich hat es dann geheißen, ja, wie wollen wir das jetzt machen? Und dann kam die Pharma und hat gesagt, oh, wir haben da eine super Idee. Und dann hat der Lauterbach gemeint, ja, Hauptsache Buberts legal, dachte er. wie ist das mit den, also, ne, diese Impfungsgeschichte, da habt ihr doch eigentlich ganz gut Geld verdient. Reicht euch das nicht? Ja, also wenn Buberts, dann schon, ne, von uns. Dann unser Buberts. Genau, und dann hat er wahrscheinlich gesagt, okay. Okay. Unser Buberts oder gar kein Buberts. Ich schaue jetzt nochmal darüber und wenn ich jetzt wieder hier zurückschaue und da würde jetzt ein Koffer stehen, würde ich mich jetzt nicht beschweren, so ungefähr. Mein Vater hat ein Bild mit dem Lauterbach, bevor der Minister war. Da war er noch Uni-Prof. Nice. Das Witzige ist, er erzählt jedes Mal dasselbe, er sagt jedes Mal, das ist der größte Spasti überhaupt. Ja gut, keine Ahnung. Ich kenne seinen Sohn, also... For real. Nee, for real nicht. Nur im Internet. Internet. Das sagt er bestimmt nur, wenn Bijan dabei ist. Ansonsten ist ja klar, was er da sagen würde. Ich habe so voll das stereotype Bild im Kopf, dass Bijan richtig gemobbt wird von seiner Familie. Hoffentlich ist es nicht so. Hä, natürlich werde ich gemobbt, what you mean? Oh man! Ja, du bist der Jüngere, oder? Nein, ich bin der Ältere. Ah, du bist der Ältere. Bijan ist ja auch der Reifere. Ja. Und der Reichere. Dach? Das bin ich actually, weil ich nicht mein ganzes Geld, das ich verdiene, in fucking Bitcoin stecke. Junge, ich treff den nicht. Und weil du keine Alte hast, die dir noch das ganze Geld aussaugt. Mhm. Dann muss man ja immer auch mal hier die Kuh beim Namen nennen. Yeah. Weil ich sag ja immer wieder, das wisst ihr ja, ne? Wer Milch trinken will, kauft sich auch nicht eine ganze Kuh. Ja, das sagst du immer.
Sagt er wirklich immer. Ich habe hier eine scheiß Pistole. Vor der Norsen, Alter. Drin. Oh, oh, oh. Wir werden verloren. Was machen die? Die kicken die halt weg. Wo ist eigentlich der Hasser? I don't know, dude. Oh, der ist da drin. Ja. Und der andere ist da drin. Ich muss mich nochmal heilen hier. Ja, wollen wir den drin pushen? Hab ihn. Mhm, ja, aber die kommen, also, ups. Die kommen von hier aus normalerweise nicht rein in den Bossraum. Also zu uns. Zu uns hoch, meinte ich. Ach so, meinst du? Hm. Mhm. Der steppt auf jeden Fall unter uns. Hast du was, um den anzuzünden hier, den Kollegen? Belief. Belief. Oh, da ist es. Okay. 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 Ja. Ja, die sind draußen. Hier draußen ist auf jeden Fall ein Team. Come on. Come on, Bijan. Come on. Come on, Bijan. You can do it for me. Come on, Bijan. Jetzt rollt, ihr Hurensöhne. Boah. Vor allem, wir müssen hier in dem Raid bleiben, damit das nicht rumbackt. Yeah. Okay, nur noch einer. Let's go! Ja, Bijan. Das ist, ja. Ich küsse dein Herz, Ist Mashallah. runtergesprungen. Warum keine Tertiaries? Hä, was? Keine Tertiaries drauf. WTF. Das ist shit. Ja, Big Go, danke. Ja. Einmal mit Immer Bijan in fucking Raid rein und looten. Imagine. Let's go. Ich hab nicht genug Flightstuns, um das abzuspielen. Ja, pass auf, warte, ich öfter. Halt dein Maul, Junge. Als ob. Imagine. How? Imagine. Los, oder was? Das kann man jetzt auf was upgraden? 83. Glaube ich. Ach, der hat 2 Schuss. Der kann Ja, ist schneller halt schießen als ich. bisschen Item-Level loss, aber es sind ja eh nur Tertiaries drauf. Ich hatte ja Slugs. Scheiß auf dein Augury, ganz ehrlich. Ja, Logo. Also ich meine, Tank Damage ist halt. Also ob ich jetzt 4 Millionen mehr mache oder 5. Eben. Nee. Ich will 486. Das macht den Bubatz auch nicht legal. Mhm.
Ich muss kurz. Ach nee, warte, ich meine natürlich, das macht den Braten auch nicht fett. Es absorbiert 1 Million Damage. Ja. Free. Ja, also es gibt 911.000 Damage und wenn ich es aktiviere, ist 1 Million 5k oder so. Ja, Big Go. Maybe tausche ich die Keybinds. Yeah. B. B ist gut. B ist für Bag. What do you mean? Junge. Ja. C ist für Charakter. Ja, das vielleicht nicht, aber. Hast du wirklich B für Bag? Hä? Also ich habe da halt Shift B draus gemacht. Ist das nicht Default? Ja, das ist Default, aber ich benutze halt B schon als Keybind. Ja, aber womit drückst du B? Mit dem Daumen. Mit deinem Zeigefinger? Mit meinem linken Daumen. Wirklich? Ja. Verarsch mich nicht, Bro. Nein. Ja. Ich verarsche dich nicht. Das ist der Grund, weshalb ich die Taste nicht benutze, weil C ist noch sehr komfortabel zu erreichen mit meinem Zeigefinger. Ja. V auch noch halbwegs, aber B ist too much of a stretch. Really? Also mein Daumen ist schon genau auf B. Nee, mein Daumen ist auf Leertaste, aber ich Ja, traue meiner also auch, aber. ich kann nicht mit meinem also ich kann schon, aber mein Daumen bleibt immer auf Leertaste. Ich weiß nicht warum, aber das ist in meinem Brain drin. Das heißt, also nur die anderen 4 Finger drücken was anderes. Und B ist halt einfach sehr schlecht also was heißt sehr schlecht, aber schon eher nicht so geil zu erreichen mit dem Zeigefinger, deswegen. Ja, deshalb drücke ich's ja mit dem Daumen. Yeah, aber scheiß auf deinen Daumen, Bro. B ist für Bag und nicht für Bitch. What do you mean? B ist jetzt für Raid Shot. Na gut. Ja. Finally. Das ist gut. Jetzt können wir endlich 27er timen. Junge, ich habe gestern ein 28er Darker Ticket depleted und es ist halt einfach nichts großartig schief gelaufen. Das ist Belasto. Ja. Das war wirklich ein bisschen bad alles. Einfach. Ich weiß, was ich gerne ausprobieren wollen würde. Jetzt natürlich nicht also wobei actually auch in Rise. Was ist, wenn ich in Rise einfach mal den Dark Ascension Build spiele? Wir machen statt diesem absolut geisteskranken 12 bis 20 Mob-Pulls einfach mal so, ja, 6 bis 8 maximal. Yeah, I mean. Also, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass auf dem Key-Level das großartig ein Time-Loss ist. Ich glaube nämlich eher... Junge, was? Der Time-Loss ist vermutlich eher, dass bei 20 Mob-Pulls mit Last und Cooldowns einfach regelmäßig jemand wegstirbt und dann halt Minus fertig macht. Ja, genau, da bin ich ja auch der Meinung von. Und wir hatten ja absolut, als wir mit Hassan und so gespielt haben, Zero Damage Problems. Ich bin wahrscheinlich jetzt erstmal eine halbe Stunde vergiftet. Aber ansonsten ist alles gut. I guess, wenn du 29:30 spielst, yeah, but... Probably auch nicht mal dann, oder? Also, ich meine, diese ganzen... Gut. Also die ganzen Keys, die Top-Time-Keys, die pullen, also natürlich, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Balance, Fire Mage, Shadow Priest spielst, gut, die pullen übertrieben geisteskrank groß, aber hier diese ganzen, in Anführungsstrichen Standard-Coms von Red Shadow oder, weiß ich nicht, Red Worry Rogue oder was weiß ich was, die pullen gar nicht so geisteskrank groß. Die pullen ein bisschen kleiner, weil die immer CDs haben. Na toll. Also vor allem die Roach-Comps, die
Polen erstaunlich klein einfach immer. Ja, wo Road schon meist Value hat, ne? I guess. Maybe irgendwo Richtung dem Wagen oder was? Julian, du gehst doch jetzt Schuli rauchen, oder? Yes, boy. Dann kann ich mir hier kurz was in der Pfanne machen. Ja, mach dir was in der Pfanne. Ich gehe außerdem auch noch kurz die Küche aufräumen. Junge. Also halbe Stunde oder so. Ist das okay? Really? Dann kann ich ja meine auch aufräumen, aber das dauert eine Stunde. Ja, dann geht die halt eine Stunde aufräumen. Honestly. It's fine. Alrighty, bis gleich. Bye bye. Da hinten ist ein Emulator gespawnt. Also dann wahrscheinlich irgendwo in die Richtung. Der Hinweis, der Hinweis. Bin noch ein Wirbelbaby. Maybe kann ich dich löschen. Ja, fuck it. Ach, du brennst komplett. Oh man. Junge! Junge! Ach Mann! Der war komplett clueless. Close. Ich hätte ihn wahrscheinlich von der Range her auch erwischt. Ja.
it's very effective for for dodging frontals, which is why I think it became pretty popular. 100%. I think like you have saved so many keys from being bricked just from your weak aura. So on behalf of the community, thank you for your service. And you mentioned something interesting. You mentioned like melee healer, right? Because obviously you main a holy paladin, and I would love to pick your brains on this. You have played at the highest levels. For people out there who are looking to play a healer, like how much does meta specs really matter, and versus like choosing what you like to play, and will your answer change depending on whether the person is new to Mythic Plus or whether you're trying to push the highest? Fast 2 Nice. Drittel unserer Treibhausgase entstehen in der Landwirtschaft. Vor allem bei Milch. Kühe, Futter, Biogasanlage, hier wollen wir CO2 sparen. Weil Lebensmittel dann gut sind, wenn sie gut für uns alle und das Klima sind. Keys. In my opinion, Ja, Armbrust und schneller nachladen ist ass. You don't play. Video game ever is metagamed. And the more competitive you want to be, the more people push the meta on you. The reality is that the meta is largely irrelevant until you hit extremely high key levels. Now, sometimes that's not always the case because sometimes there's a massive gap in the meta between, generally that has to do with tanks and healers. Like sometimes there's 1 or 2 tanks that are like far and away better than the rest, or like 1 or 2 really, really bad tanks. And then same goes for healers. But outside of those like niche extreme examples, generally speaking, the meta is completely irrelevant until you hit reasonably high keys. So what I mean by that is like 1 or 2 key levels below the world first key levels. That's like a general good rule. If you're 1 or 2 key levels below the world first key levels, then you probably need to start metagaming at least to a certain extent. Like you can't just walk in there with like 5 of the worst specs in the game and you'll probably get your ass handed to you. But I think that in general, metagaming has gotten a little extreme where like people believe that they need metacomps in like every single key level. And the truth is that it doesn't really make much of a difference. You should generally bring the player, not the spec, up until you hit a key level where you actually need to bring the player and the spec. And that's but again, Man! Ich habe keinen gesehen.
Das sind 2 Grunts. Gut. Ja, da wird auf jeden Fall gefightet. Ich habe hier 18 Grunts. Es ist geisteskrank, wirklich. Junge, but I'm fine now. Junge. Ich hab mich schon geheilt. Direkt vor uns. Wirklich. Nee, näher. Ja, okay. Ja. Auf der anderen Seite, oder? Ich glaube rechts von uns. Jupp, rechts von uns. Das war nicht ich. Auf einer hier draußen. Hinten, wo ich bin. Junge, der überlebt. Ist einer da, der andere weiter links. Ja. Ja, irgendwo auf der Höhe, weiter links. Hier das Fenster. Also ich habe rechts vom Fenster gepinkt. Ich habe beide einmal gehittet. Den einen sogar zweimal, aber keine Ahnung, wie der nicht gestorben ist. Ich glaube, er ist wieder nicht tot. Nee, whatever, dude. Naja.
Junge, ich bin nur im Kopf. Aber bin Resible, glaube ich. Junge, okay. Aber der hat mir einen Headshot mit der Sparks Pistol gegeben. I can respect. Again, that's not until 1 or 2 key levels below world first key level. Yeah, I like that. Like this season. Yeah, like this season, there's extreme examples. Like Holy Paladin as a healer is so far below other healers throughput wise that you would struggle in even medium keys. Or like as a tank, you know, if you're playing Brewmaster, you would struggle significantly. You know, but that's this season. Every season there are examples of that, and it changes every season. But typically speaking, yeah, the meta is largely irrelevant for the majority of the player base. Right, and speaking about, you know, Holy Paladins, and I know like we can go into that later versus like Miss Weaver and where it is right now, but you know, I remember a time in BFA where, again, referencing what I said at the start, you know, everyone was playing a Resto Druid, and I think you were easily like contending and, you know, facing off against, you know, Resto Druids as a Holy Paladin. So in that kind of world where you're playing an off-meta spec and kind of still doing the highest keys, what was that mentality like? Like, how does that make you feel? You know, just kind of championing like the Holy Paladin flag right there. Like, how does that make you feel? It was definitely fun, and I do love trying to do off-meta stuff. However, that being said, that season, while everybody was defaulted to Resto Druid, I do think that HPAL was still very good. It's just one of those circumstances where like Resto Druid was slightly better in some cases, and Holy Paladin was slightly better in others. Like Holy Paladin could bring more damage, whereas Resto Druid was more of a utility and healer, like healing throughput spec. And I think that part of the fun of off meta Gut. Ja. meta gaming is like figuring out what your spec brings to the table and how you can capitalize on it so that you still have there's still a reason to bring you, right? There always needs to be a reason to bring your spec over another spec, and every spec has its own niche, right? So this season, for example, if you're looking to bring Mistweaver,
Nice. Nice. Hunge. Da hinten ist schon ein Emulator. Direkt vor uns. Ist hier über mir. Ah, ich habe einen Käfer, warte mal. Also nicht, warte mal. Do whatever you please. Hä? Ah Mann, mein Käfer ist ins Wasser geflogen. I can't. Genau hier auf der Plattform. Ja, ich habe einen Choke Beetle. Nee. Aua! Ich sehe die schon wieder nicht, Mann. Kommen wir hier nicht hoch, gell? Nope.
then you're looking for like raw healing throughput. If you're looking for Resto Druid, you're looking for more like single target active damage, which is what they excel at right now, plus good consistent group healing and Mark of the Wild raid buff. You know, if you're looking to bring Priest, then you would be looking for PI if you don't have a Shadow Priest in your group, or, you know, stand buff. Every healer brings something unique, and you need to have a reason. You need to give people a reason to bring you over the meta spec. And for me, at least that's how it is in hierarchies. Like I said, when you have to start metagaming in the highest key levels, you have to have a reason to bring your spec over a meta spec if you want to be in those groups. And so for me, that season in particular, you know, back in BFA season 3 and 4, both of those seasons, I gave the reason that my Holy Pally could do significantly more damage than Resto Druids could. And that helped us time keys a lot faster. And we could do that without sacrificing group survivability, which was the big like concern, was that because Resto Druid was the better throughput healer. But yeah, so I think for me, a lot of the fun came down to like figuring out a way to min-max. The spec so much that I actually had a reason. I gave my group a reason to bring a Holy Pally over a Resto Druid. Right. And you mentioned, you know, like the idea of putting out more damage and also kind Suske. Yep. Das ist wieder ein Molly. Diese Hunde. Yep. Fuck. Mording.
kind of being able to cope with the throughput that's needed at the highest keys, like just how important is healer damage at, you know, the keys that you're doing at your level? Like how important is healer damage in the grand scheme of things? Healer damage in the grand scheme of things is actually not that important in 95% of key levels. People put a lot of emphasis on it, and I understand why. It's actually really fun. One of the things I find most fun about healing is figuring out ways to min-max your damage while doing a lot of healing, like without sacrificing group survivability. And part of that, it just comes down to learning how to triage heal, and learning, you know, when can I find, so I'm trying to figure out the best way to put it, but basically if your group is at 60% health, but you know the damage events that are coming, and you know that there's not another damage event for the next 20 seconds, right? Then you know that you can allow, every healer has some form of passive healing, and you know that you can allow passive healing and specs leech and all that kind of stuff. You can allow your group to sit at 60% health without actively healing them, and just allow the passive healing to go until the next damage event hits. And one of the things I find that players that struggle to min-max their damage in keys, one of the biggest things I find is that they're focused on topping people instantly when their health drops, without actually paying attention to, like, is there immediate danger to these players or not? Because if there's not, you can get away with just doing a lot of damage instead of healing them, because they're going to get healed up by the next damage event anyways. So that's kind of like the big step that you would take to, if you were looking to min-max your damage, is learning those damage events, knowing when exactly your group is in danger or not. And of course, a lot of that gets easier when you're not pugging, because when you're pugging, the damage events can be a lot more sporadic, because stuff can go wrong very easily. People can miss kicks, all that kind of stuff. So when you're pugging, you do have to be more aggressive with making sure that people are topped. But when you're in a more coordinated group with people that you play with often, and there's like expectations of what should be interrupted, and Yeah. Junge. Ich habe 2 Anti-Giftspritzen, das ist natürlich big. Für wie lange ist halt die Frage. 10 Minuten, hat sich gelohnt. Ah, unten durch. Da oben auf dem kleinen, hier auf dem kleinen Balkon.
keine Ahnung. Der wird da nicht nochmal pieken. Der hat einen Hut aufgehabt. Ich weiß nicht, wie der ausgesehen hat, den du links gesehen hast. Ja. So ein Mülleimer. Das ist ein Wasserteufel. Let's go. Wo ist der andere? Ja. You learn damage events as a group much better, then you can really work on min-maxing your damage a lot more. But in regards to what you were saying with like how much is min-maxing healer damage relevant in the first place, the truth is that it's generally not super relevant in a lot of key levels. In the world first key levels, it really depends on the season. Some seasons, you really do need to min-max your damage a lot because the key timers come down to the wire. They come down to, Naja. there's only a few seconds left, even when you play perfectly. Dann And erstmal in those types of bye-bye. keys, your healer does need to min-max their damage a lot. But there's also seasons like this season currently where healer damage is largely irrelevant because It's just about surviving, I guess. yeah, this season it's way more about survivability and making sure that your team doesn't die because there are so many one-shot mechanics and there are like Blizzard kind of tuned the damage events too high relative to the health of the mobs and bosses. So we have dungeons barely being timeable because of the damage events, but you're still, if you can live them, then you're timing these keys with like a minute or two left. Right. So like for that reason, this season, healer damage is much less relevant than it has been in the past. So I would say that the relevance and importance of min-maxing healer damage is very dependent on the season, on the dungeon tuning, and on your group.
And I know that, having looked on your stream, I know you have lots of views about, how affixes should be changed going forward. And we'll circle back to that. But before that, I think you brought a good point, which is playing in pugs versus with a, kind of like a fixed group. It's kind of different. For people out there, I think majority of people are still doing their keys in pretty much pugs. For healers like that who are, trying to push their key levels and whatnot, how would you think about like cooldown management as a healer? Like, because obviously you don't have that vocal comms with your group, and it's pugs, right? Like, would your mentality be different going to pugs? Let's say you're doing a key on stream and it's a pug group. How do you think about it differently as a healer? So when you're in a coordinated group, a lot of the times, like, you have a set plan of exactly what you do every time. And so it's much more mapped out. It's like mythic raiding, right? When you prog a mythic raid boss. Du willst wissen, wie du selbstbewusst präsentieren lernst? With your guild, you start learning exactly where to press your cooldowns. You learn where other people are pressing theirs, and you pull the boss enough times that you have you just get into a rhythm, and you always do the same thing, and it's very scripted. So when you get into the highest world first key levels, that's very similar. A lot of the highest world first key levels are very scripted and very, very well practiced, and everybody kind of presses the same thing, and it's pretty mapped out and planned. In pugs, it's definitely completely different. You have to throw all of that out the window. So playing in pugs versus playing in a coordinated group is a completely different game. And part of the reason, and that's part of why a lot of times when people are like learning healing or they want to get better at healing, I tell them, okay, spend a week playing in pugs. Don't play in your group. Take a little break from playing with your group and just get into pugs, because you learn a lot of reactionary, you learn how to react to different situations much faster, and you learn how to like use every button in your kit to, maybe you need to stun something or blind something or kick something that you wouldn't normally need to kick. And you just gain a lot of awareness when you pug, versus like, it's easy when you're in a coordinated group, when you're in like your set group, it's kind of easy to just go through the motions and go on autopilot. But when you're pugging, you can't do that. And so it's really, really good for you to pug and to kind of develop that that part of your gameplay, that reactionary part of your gameplay. Yeah. In terms of how you manage your cooldowns, you want to make sure that you're never committing too many things at once. Every healer has multiple cooldowns to go through. And if you just blow them all when the first damage event happens, you're going to be screwed coming up. So part of pugging is knowing damage events, like I was talking about earlier with min-maxing healer damage. Even if you're not min-maxing healer damage, knowing, like, learning the damage events of dungeons, what does damage, what doesn't, where you could kick or stop or do whatever to mitigate a lot of damage, that's hugely important for both proactive healing and reactionary healing. And like, proactive healing is when you know it's coming, and so you set up your healing. And then reactionary is when something happens that you did not expect to happen, and then you have to react to it by pressing, a cooldown that you otherwise wouldn't have had to press. So it's really important that you know all of the dangers and you're ready for anything when you go into pugs. And it's also important to remember that sometimes stuff's just going to go wrong. Like, things will go wrong. Things will become a fiesta very quick, and that's okay. One of the things I really try to stress on people is, like, especially if you're pugging as a healer, you need to be mentally prepared for shit to go wrong and not just blame yourself all the time, because it's really easy, especially in this community, for healers to take the brunt of the blame for everything. And it's important that you recognize what you could have done to do better, but also that everything just isn't your fault by default, Right. No, that's a good point about like the mental game and whatnot. And I definitely want to pick your brains more on like the mental game. But I kind of want to ask you as well, because you mentioned about like learning damage patterns of like dungeons for the season and whatnot. And once they kind of learn that, like, is there a kind of a need to learn, when it comes to playing with different tanks, right? Different tank specs, like, do they need to come down to the nuance of like, okay, a Blood DK is being healed differently from, a Brewmaster versus a Warrior? Like, how important is that to know, each tank specs and, their damage patterns and their mitigations and whatnot? I think
it kind of depends on the season, because recently tanks have become so self-survivable that you very rarely heal them at all, outside of like the passive healing that your spec does. And so it really depends on the season, because that hasn't always been the case. Sometimes, for example, I think it's more important that you are aware of tank mitigation and when their mitigation is going to drop. And that's when you want to either watch their healing, you might need to throw them some extra healing, throw them some hots, or you might need to use an external on them, like, you know, pain suppression, blessing of sacrifice, bark skin, stuff like that. And what I mean by mitigation is like the tank's defensives. Tanks have active mitigation, and then they've got which is like, you know, for a demon hunter, it's stuff like demon spikes or fiery brand. It's things that reduce the damage that they take. And every tank has a set of like rotational defensives as well as like major defensive cooldowns. And what you need to watch for is if either it's when their rotational defensives are running out and they don't have a major cooldown to press. And if both of those drop, that means they either need a lot of healing or they need an external. And so it's important for you to know what each tank's mitigation abilities are and for you to track those on their frames, so you can always make sure that if there's ever a gap, that you're well aware that there's a gap. And that's more relevant in pugs, because if you're in a coordinated group, obviously your tank should be like communicating that with you and being like, I need an external here, you know. But if you're in a pug, you don't get that a lot of the times, especially if you're not in voice. And so you, especially for healers that pug a lot, you definitely need to be watching for tank mitigation and learning each tank's mitigation patterns and when that tank would need help. So for example, like Blood DK, you need to watch if they're out of their major cooldowns and their resources are low. If they don't have enough resources, then they're not going to be able to Death Strike. And if they can't Death Strike, they're just going to die. So that's really, really, really something you need to watch for with Blood DKs. Because especially with Blood DKs, their health just ping pongs so much. Right. Each tank has different damage intake patterns. So like Monk is a very stable intake pattern, right? Because they have stagger. So all the damage that they intake is dealt over time. And that makes it a lot easier for healers to know when they're in a lot of danger or not. But Blood DKs are the exact opposite. They take in a huge amount of damage and then heal that back. So if for any reason they can't heal that back because they don't have enough runic power, then that means they're in a lot of trouble. Right. So it's just important to kind of learn each tank and where those trouble areas are for them, and then watch for that. That's a great tip, and I think it goes back to what you said earlier at the start of this kind of interview, where you talked about the importance of your UI and just, you know, absorbing information on the screen, and that's really helpful. You know, I kind of want to move away from pugs a little, because I think you've definitely given a lot of people, you know, some really great tips on pugging. Now, if they want to transit to, you know, kind of starting to play at a different level, right? Playing with a fixed team, I think the first step is always, well, how do I go about, you know, getting to play with a fixed
Du spielst wie Scheiße. No you. Mhm. Ach. Rene hat wieder Scheiße reingeschrieben. Okay. Was denn? Oh, oh. Da müssen eure Votes jetzt zittern. Hallo. Hallo? Okay. Nur den, mit dem ihr spielt? Really? Ja, how about hear me out? Da ist ein Rising Roach in the making. Ja. Na, Peppy ist. No. Nein, wir müssen ja nicht übertreiben. Also Utopien bauen wir hier nicht auf. Utop. Aber der ist. Ne, Utop ist ja Vari. Der ist Ja, ich another weiß. Rising Roach. You know his name. Mhm. Melzr. Mhm.